Herzlich willkommen hier im Sitzungssaal der Stadt Geilenkirchen. Mein Name ist Florian Kolten und ich darf Sie ganz herzlich einladen zum Interview des Eurego Piano Awards der Online-Edition. Ich habe heute zu Gast Frau Bürgermeisterin Ritzerfeld, frisch gewählt zum 1.11. Unsere besten Gratulationen auch hierzu. Sie müssen das verstehen, Sie sind jetzt quasi Mitglied der Klaviersommerfamilie. Wir freuen uns sehr darauf und hoffen auf einen regen Austausch. Ich möchte zuallererst auch erstmal fragen, wie stehen Sie eigentlich zum Klaviersommer in Geilenkirchen oder wie steht die Stadt Geilenkirchen zum Klaviersommer? Ja, danke schön noch für die Glückwünsche. Herzlich willkommen im Rathaus. Ich habe den Klaviersommer in den letzten Jahren ja als Bürgerin miterlebt, habe auch miterlebt, wie er so über die Jahre hinweg gewachsen ist und freue mich jetzt sehr, dass ich im nächsten Jahr den Klaviersommer zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von der Stadtverwaltung begleiten darf, der ja jetzt in anderer Form stattfinden wird, aber auch im letzten Jahr, fand ich, haben Sie trotz Pandemie das Beste aus dem Klaviersommer gemacht. Und Sie haben recht, wir sind unterwegs in einer großen Pianistenfamilie und Geilenkirchen kann da auch sehr stolz drauf sein, dass wir zu den 100 besten Orten weltweit gehören, in denen solche Wettbewerbe stattfinden. Also wenn ich überlege, dass Geilenkirchen im Zusammenhang mit Moskau, Toronto, New York genannt wird, dann ist das was, wo man wirklich stolz drauf sein kann als Stadt. Ja, ich freue mich. Sie haben gerade erwähnt, Sie haben den Klaviersommer in diesem Jahr quasi als Besucherin kennengelernt im Rahmen der nicht Auftaktklänge, aber der Parkklänge, die wir im Ruhraupark präsentiert haben. Es ist natürlich eine Corona-Zeit und Ja. in dieser Zeit leidet die Kultur besonders. Ich als Kulturschaffender bin sehr, sehr glücklich mit der Stadt Geilenkirchen und mit dem Kulturamt, dass wir trotz alledem Wege finden, Kultur in die Gesellschaft zu platzieren, weil es eben doch systemrelevant ist. Und das zeigt natürlich auch, dass Kommunen, kleinere Kommunen, eben genau die gleiche Bedeutung in Kultur sehen und auch die Möglichkeiten finden, etwas zu realisieren. Jetzt haben wir also jetzt im kommenden Jahr eine Online-Edition geplant, um den Wettbewerb wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Den Young Eurego Piano Award als Online-Edition. Was meinen Sie, wie kann man dort die talentierten Pianisten und Pianistinnen im Wettstreit miteinander eintreten lassen? Wie entwickelt sich da vielleicht Talentförderung? Ja, ich denke, mit dem Online Award, da gehen wir neue Wege. Das ist ja ein Learning by Doing Prozess wahrscheinlich, weil auch wir müssen uns damit weiterentwickeln. Ich glaube aber, es ist eine gute Möglichkeit, um die Kultur weiterhin am Leben zu erhalten. Sie haben recht, Kultur ist systemrelevant. In unserem Kulturamt merken wir das in vielen Bereichen, dass wir versuchen und ständig überlegen, was können wir denn noch in diesen Zeiten auf die Beine stellen. Und wir merken auch, dass es die Menschen sehr gerne annehmen. Und so erwarte ich das auch für den Piano Award. Und ich glaube, es ist auch eine gute Möglichkeit für die jungen Pianistinnen und Pianisten, sich da zu präsentieren. In anderer Form als sonst, aber nicht minder qualitätvoll. Der Klaviersommer im nächsten Jahr wird 10 Jahre alt. Das ist ein großes Jubiläum. Ich hätte vor 10 Jahren wahrscheinlich gar nicht gedacht, dass wir das Baby so groß wachsen lassen können und mit so vielen Konzerten füllen können. Wir haben ja innerhalb dieser Jahre natürlich den Wettbewerb initiiert. Wir haben die Hauskonzerte initiiert, wo an einem Tag 30 bis 40 Hauskonzerte in der ganzen Region, auch überregional, stattfinden. Es gibt die Lunchkonzerte in der Sparkassenhalle, die wir immer durchgeführt haben. Und wir hatten immer über 2000 Besucher gehabt bei allen Veranstaltungen. Das ist eine große Summe. Natürlich durch Corona muss man hier wahrscheinlich auch Abstriche machen. Aber wünschen Sie sich für die Zukunft des Klaviersommers Geilenkirchen eigentlich, dass man auch an diese Formen, dass man die Form beibehält, dass man einfach den weiterentwickelt und vielleicht auch in Zukunft wieder so eine Fülle von Veranstaltungen anbieten kann? Ja, natürlich, das würde ich mir sehr wünschen. Also ich hoffe bei allem, was wir ja jetzt hier machen von Seiten der Stadt, immer auf die Zeit nach Corona. Die Zeit, die wir jetzt im Moment zu überbrücken haben, müssen wir bestmöglich überbrücken und
ja, Sie haben recht, im nächsten Jahr gibt es das 10-jährige Jubiläum, wo Sie sich wahrscheinlich auch eine andere Art der Jubiläumsfeier vorgestellt haben. Das muss man wahrscheinlich auch irgendwann nochmal nachholen. Aber ich denke, wir werden jetzt mit diesem Online-Wettbewerb auch wieder neue Impulse setzen und vielleicht kann man aus diesem Bereich ja auch zukünftig wieder etwas übertragen, auch in die Nach-Corona-Zeit. Wenn wir da jetzt merken, dass sich die Dinge gut entwickeln, warum soll man da nicht auch das irgendwann mal kombinieren können? Also in digitaler Art und Weise hat uns die Pandemie jetzt wiederum viel gelehrt. Vieles ist jetzt möglich. Viele Leute können jetzt sich digital viel besser irgendwo einklinken. Und insofern muss man das Ganze auch positiv betrachten. Ich denke, wir entwickeln uns insgesamt weiter. Ich finde es sehr schön, dass Sie die Digitalisierung ansprechen, weil natürlich ist ein Online-Wettbewerb auch ein Schritt in diese Digitalisierung im Kulturbereich, weil wir im Kulturbereich müssen uns auch umorientieren lassen, welche Möglichkeiten da sind, wo vielleicht auch die Zukunft dranhängt. Weil wenn wir jetzt sehen, Aufnahmen, Produktionen, CD-Produktionen, die Zeit ist eigentlich vorbei, dass man dadurch sein Leben verdienen kann. Und vielleicht diese Digitalisierung kann uns da auch bei weitem neue Ideen geben. Natürlich gucken viele Amtspartner aus anderen Kommunen gerne nach Geilenkirchen und blicken wahrscheinlich auch neidisch, dass eben Geilenkirchen so ein Event mit über 2000 Besuchern jedes Jahr durchführen kann. Was antworten Sie diesen Menschen? Was ist das Besondere an Geilenkirchen? Ja, die Kolleginnen und Kollegen gucken zu Recht neidisch auf Geilenkirchen, weil wir zusammen, Sie zusammen mit der Stadtverwaltung, haben jetzt in 10 Jahren bald dieses Event weiterentwickelt. Sie haben da klein begonnen. Wir haben zusammen lernen müssen in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt. Wie ist die Logistik? Wie organisiert man Dinge am besten? Wo bringt man die Menschen unter? Und ich glaube, das hat sich jetzt hier schon sehr professionalisiert. Und das ist auch das Fund, womit Geilenkirchen wuchern kann, indem wir nämlich diese Professionalität anbieten und wie gesagt auch trotzdem immer noch weiter bereit sind, uns weiterzuentwickeln. Also mich würde es freuen, wenn der Klaviersommer weiterhin in Geilenkirchen bleibt und ich glaube, Sie haben auch gar nichts anderes vor. Nee, ich finde gerade die Atmosphäre in Geilenkirchen, wie die Partner, die Sponsoren, die Akteure Hand in Hand arbeiten. Das ist einzigartig. Das kann man in kaum einer anderen Kommune weltweit eigentlich sehen. Und das zeichnet eigentlich auch die Kulturarbeit auf dem Lande aus, was in dem Bereich auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Die Anonymität einer Veranstaltung findet wahrscheinlich in einer großen Stadt eher statt als auf dem Land. Auf dem Land ist es ein Event, wo jeder sich darauf freut, weil es vielleicht nicht so oft stattfindet. Und die Kooperation, die man dann spürt bei allen Akteuren, ist einzigartig und es macht dann auch Spaß. Es ist natürlich ein immenser Aufwand, der im Klaviersommer Geilenkirchen durchgeführt wird. Deswegen mein herzlicher Dank da auch an das Kulturamt, die Mitarbeiter zur Verfügung stellen, Tag, manchmal sogar nachts, sich damit beschäftigen und einfach dieses Projekt auf 100%, vielleicht 120% aufwerten wollen. Und deswegen denke ich, dass kein anderer Ort eigentlich geeignet wäre, außer Geilenkirchen. Möchten Sie vielleicht den jungen Pianisten und Pianisten für den Online-Wettbewerb noch etwas auf den Weg geben? Ein Grußwort vielleicht und vielleicht eine Einladung für den Sommer? Ja, sehr gerne. Also ich kann dazu nur sagen, so wie ich jetzt Ihnen auch schon gesagt habe, wir freuen uns auf die neue Möglichkeit, das neue Format. Ich lade Sie herzlich ein, bringen Sie Ihre Beiträge. Wir freuen uns auf Sie und ich freue mich auch darauf, wenn es dann vielleicht im übernächsten Jahr möglich wird, dass man sich persönlich begegnet. Nutzen Sie jetzt die Chance. Ich denke, es ist eine Chance, sich weiterzuentwickeln und Geilenkirchen freut sich auf Sie. Alle Bürgerinnen und Bürger, denke ich, warten drauf. Das hat auch das letzte Jahr gezeigt, dass es trotz Corona doch einen großen Zuspruch gegeben hat. Und ich bin froh, dass wir das fürs nächste Jahr auch anbieten können. Vielen Dank für das Interview, Frau Bürgermeisterin Ritzerfeld. Ich bedanke mich sehr auch noch einmal der Dank geht an das Kulturamt, an alle Sponsoren, aber natürlich auch
an alle Teilnehmer, die uns jahrelang immer unterstützt haben. Ihr seid herzlich willkommen hier in Geilenkirchen und wir freuen uns auf eure Online-Anmeldungen, auf eure Aufnahmen und vielleicht auf euer Kommen dann im Sommer 2021. Vielen Dank.